Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir stehen vor dem Odysseum in Köln, das Abenteuermuseum, und es gibt eine neue Ausstellung. Wir haben euch hier schon Harry Potter, Jurassic Park, Ramses II. Gezeigt. Jetzt ist Marvel an der Reihe und wir nehmen euch mit durch die Marvel-Ausstellung heute hier im Odysseum. Bis zum 22.06. könnt ihr das Ganze noch machen und wir denken, das ist auch gerade jetzt noch eine ziemlich interessante praktische Sache, falls ihr noch Osterferien haben solltet, wenn ihr das seht. Denn zum Beispiel heute regnet es zwischendurch mal nicht so das geiles Wetter, da seid ihr drin und könnt dann trotzdem was unternehmen. Ob mit und ohne Kinder. Mit und oder ohne. Man weiß es nicht. Ob mit oder ohne Kinder. Marvel, die Ausstellung Universe of Superheroes. Wir sind drin, es geht los und es gibt erstmal eine Art Pre-Show, wo es einen 5-minütigen Film gibt, der euch in die Geschichte abholt von Marvel Comics und wie das Ganze entstanden ist. Und also, was bei mir auf jeden Fall erstmal hängen geblieben ist, ohne Hitler gibt es Captain America nicht, also gibt es kein Marvel, also gibt es das alles nicht. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht neben Autobahn das Beste, was daraus entstanden ist, sonst war da ziemlich viel Murks dabei. Aber ich finde die Geschichte ist auch filmreif. Ne? Also es ist so ein bisschen wirklich American Dream, kannst du dir kaum ausdenken. Und auch die Verbindungen von Stan Lee in das Ganze, wann der dazugekommen ist. Und ja, wir sind jetzt aus dem Raum raus, wo der Film lief, und das ist dann jetzt hier die erste Area, wo man das alles noch mal ein bisschen nachlesen kann, beziehungsweise gibt es auch Ausschnitte von Comic-Seiten aus der damaligen Zeit in Bewegtbild und nicht Bewegtbild, Projection Mapping. Das ist erstmal ziemlich cool, hier wird auch schon fleißig fotografiert. Sehr verrückt, hier ist das erste Heft, Comic-Heft, wo Marvel überhaupt draufsteht. Das ist natürlich in so einer super krassen Hülle von 1939. Und hier ist auch zum ersten Mal die Human Torch, die menschliche Fackel, quasi erschienen. Was das wohl wert ist, meine Güte. 10 Cent steht da drauf. 10 Cent. 10 Cent. Wenn wir jetzt gerade schon mal bei Stan Lee vorbeilaufen, wir machen ja sehr viel Freizeitpark-Videos und da gibt es ja auch sehr viele Marvel-Attraktionen in sehr vielen Parks. Also nicht in sehr vielen Parks, jetzt nur noch bei Disney, aber Stan Lee hat ja sehr viele Cameo-Auftritte in Filmen immer gehabt. Gibt es auch bei den Attraktionen. Als bestes Beispiel eine der besten Marvel-Attraktionen, die noch bei Universal steht, Spider-Man, Amazing Spider-Man in Islands of Adventure in Florida. Gibt es auch einen Stan Lee, der mit dem Müllwagen rausgefahren kommt. Fand ich gerade erwähnenswert. Eine Frage, die endlich mal beantwortet wird, ich habe noch nie nach einer Antwort gesucht, aber eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie groß hat man denn Comics gezeichnet, bevor die dann in so ein kleines Heftchen kommen? Das macht man ja nicht in der Größe. Ja, ich würde mal sagen, DIN A3, kein DIN-Norm, kein DIN-Format, USA, ähnlich zu DIN A3, würde ich mal sagen. Und würde ich mal behaupten, dass das dann also die Größe ist, in der man das Ganze gezeichnet hat. Und es sind auch Originale, auch hier bei dem Cover sehr gut zu sehen, wo noch Bleistiftstriche wegradiert sind oder ein bisschen nochmal weiß drüber, wo man es ein bisschen verzockt hatte. Bleistift und Tusche, Fortskizzierungen. Das wird wahrscheinlich dann später richtig gemacht, koloriert und dann vervielfältigt. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, lasst es mich wissen, dann machen wir mal ein Video zu der Technik dahinter.
So, wir haben ja jetzt einen kleinen Switch und haben erst Amazing Spider-Man gehabt und jetzt ist hier hinter mir schon ein bisschen tief gekühlt Captain America und damit hat ja alles angefangen, das haben wir ja gerade schon erzählt, aber man hat ganz oft versucht, also der war dann ein bisschen so, nach dem Krieg wollte keiner mehr, man hat ganz oft versucht, ihn wiederzubringen, den wollte immer noch keiner und auch heute gilt Captain America als aus der Zeit gefallen. Witzigerweise ist es halt das, was das Ganze irgendwie gestartet hat, groß gemacht hat, aber davon will keiner mehr was wissen. Weil es ein oller Patriotenkriegsdude ist. Der hat da Hitler weggeboxt, das war sehr gut und dann ist aber auch fein. Also wir sind dir alle dankbar, aber geh. Was halt cool ist, ist, dass die sich dann was einfallen haben lassen wegen des Comebacks, weil sie wollten den unbedingt wiederbringen, weil er ja mal so beliebt war. Dann haben sie einfach so getan, als ob er nach dem Krieg eingefroren worden wäre und wurde dann irgendwann wiedergefunden. Das heißt, er hat dann irgendwie so ein neues Leben nochmal gestartet. Das hat ihn vielleicht ein bisschen sympathischer gemacht. Ich persönlich mag Captain America auch nicht. Ich kenne nur die Filme. Ich habe keine Comics gelesen. Aber ja, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsheld. Wieder mal ein Effekt, der richtig gut bei den Leuten ankommt. Zu Recht, weil der auch richtig gut ist. Aber jetzt ist gerade hier auch komplette Escalation. Mein Lieblings-Superheld. Das finde ich sehr cool, dass hier die Marvel-Methode erklärt wird und wie es funktioniert mit Idee, Story und wie das Comic-Heft entsteht, in welchen Reihenfolgen, an welchen Positionen, wer wie wo was macht. Wir sind übrigens jetzt auch in einer Area, die ein bisschen mehr Themed-Räume hat und ich glaube, gleich kommen wir auch an einem Comic-Heftladen vorbei. Aber das ist schon mal sehr cool, auch ein paar interaktive Sachen, das gehört bei so Ausstellungen, vor allem hier im Odysseum in Köln, auf jeden Fall dazu und macht das für mich auf jeden Fall besuchenswerter und wie gesagt, habt ihr noch bis zum 22.06. Zeit, das hier auch zu machen. Wenn der Druck zu hoch war, der Zeitdruck, dann haben sie einfach aus den Vorzeichnungen manche Sachen nicht übernommen und deswegen gab es früher oft so schwarze Flecken dann. Also wie zum Beispiel hier kann man das sehen mit den Menschen im Hintergrund und die werden dann einfach nur noch schwarz angemalt, anstatt dass hier der ganze Hintergrund, weil die Zeit halt einfach nicht mehr da ist, das so detailliert zu machen. Hier sind sie einfach einen Menschen weggelassen, der nicht wichtig ist. Auch witzig. Bevor der eine oder andere von euch vielleicht ein bisschen erbost ist, dass wir nicht alles im Detail zeigen, ihr dürft gerne noch selber hinkommen, das selber entdecken und ja, das ist eine Ausstellung zum Hingehen, nicht eine Ausstellung zum hier auch im Video angucken. Wir wollen euch da nur so ein bisschen abholen und mitnehmen, ob sich das für euch lohnt. Wenn ihr das seht, könnt ihr das am besten selbst beurteilen, aber vorneweg, also wir sind noch nicht durch, aber ich würde sagen, als kleines Zwischenfazit schon, habt ihr Bock auf Marvel, seid ihr hier sehr gut aufgehoben, habt ihr Bock auf Comics, seid ihr wahrscheinlich noch viel besser hier aufgehoben und wir sind irgendwas dazwischen und wir haben auch Bock und das macht Spaß und entertaint. Jo, wir blättern hier gerade so ein bisschen durch. Es ist sogar gezeigt, wie die Sachen gedruckt werden und sogar fast ganz richtig, gelernter Buchbinder, ich weiß, wovon ich rede, aber ich rede auch nicht, es sieht ein bisschen gruselig aus mit dem Hellen von unten. Hier ab, welcher der Favorite Marvel Character ist. Und hier links in dem Comic-Buchladen Schaufenster kann man dann sehen, wie viele Leute für wen abgestimmt haben. Und? Also Spider-Man ist auf der 1 und Iron Man ist auf der 2. Wen nimmst du? Boah, das hätte ich von dir jetzt nicht gedacht. Das enttäuscht mich. Ich dachte, du nimmst Groot. I am Groot.
Möchte eigentlich Blade sein oder wenn man Das sieht man doch. Ja, nehme ich. Das habe ich ja. Ja, ja. Da kommt jetzt auch. Das ist wirklich praktisch als Wort. Ich bin Blade. Nein, bist du nicht. Aber ich bin so cool wie Blade. Cool, die Krone von der Scarlet Witch. You want to know how I lost my body? Tiger shark bit it clean off. I was saving Ronaldo from a body surfing accident. Selbstverständlich, Exit always to the gift shop, aber das ist noch nicht das Ende komplett. Das ist erstmal das Ende des Rundgangs der Ausstellung. Ihr könnt noch mehr Geld loswerden, da gehen wir jetzt auch noch hier drüber. Und zwar könnt ihr nämlich hier in 3 Flipperautomaten noch euer Geld reinschmeißen. Einmal einen Venom und 2 Avengers. Aber wo ihr kein Geld reinschmeißt, ist an den Zeichentischen, denn hier gibt es hinterleuchtete Tische mit Vorlagen, Papier drauf, dann könnt ihr abpausen, entweder so einen kleinen Spider-Man oder einen kleinen Hulk oder auch dann, theoretisch würde ich mal den da abpausen und dann setzt man sich um zum Ausmalen oder man bleibt einfach sitzen wie alle anderen und malt dann aus. Das ist noch ein cooles kleines Add-on. Wir waren jetzt so 1,5 Stunden drin. Das ist, glaube ich, auch so die Zeit, die man einplanen kann, wenn man das ganze Jahr macht. Und ich glaube, Köln bietet auch noch einiges anderes. Man kann, glaube ich, auch dann noch hier die Sendung mit der Maus, Museumsgeschichte machen. Das ist aber auch separat zu betrachten. So, ich erzähle euch Quatsch. Die Flipper sind kostenlos. Er hat eben extra was gesagt, aber er hat das so weggenuschelt an der Kasse, dass es klang, dass die kosten extra. Die kosten nicht extra. Ich habe schon gewundert, wo die alle 3 belegt sind. Na, schade. Ja, aber andererseits, wenn du kommst du einfach hin, kommst du noch Flipper. Kannst du, was war das? Da vorne schon dein Ticket zeigen. Erwachsene zahlen, glaube ich, 19 Euro, ab 19 Euro, Kinder ab 15 Euro, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Ich verlinke euch ein bisschen den Shop natürlich nochmal in der Videobeschreibung. Das heißt aber, du könntest, wenn du der Erste bist, für 19 Euro den ganzen Tag flippern. Stimmt. Das kann sich ja auch schon lohnen. Ja, und das war dann schon unser kleines Video hier zu Marvel, die Ausstellungs Universe of Superheroes. Mein Gott. Ja, habt ihr das schon gemacht? Weil das läuft jetzt schon ein paar Tage. Lasst es uns gerne wissen, wie hat es euch gefallen. Dann holt ihr die Leute auch noch mal ein bisschen ab, die das jetzt geguckt haben. Und ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video hier auf dem Review YouTube-Kanal.